Ich habe lange überlegt, wie wir das Thema Transistorverstärker angehen wollen. Zu dem Thema sind ganze Bücher geschrieben worden. Auch wenn wir uns hier nur mit den wichtigsten Grundlagen beschäftigen wollen, würde daraus ein Monstervideo werden. Darum habe ich beschlossen, das Ganze aufzuteilen. Am Anfang beschäftigen wir uns mit den Kleinleistungs- bzw. Vorverstärkern, mit Arbeitspunkt und Arbeitspunktstabilisierung. Danach geht es um die Transistorgrundschaltung und zum Schluss dann um die verschiedenen Verstärkerklassen bei Endstufen. So hat jeder genug Zeit, ein Thema in Ruhe zu verdauen und sacken zu lassen. Also gehen wir es an. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Was ist denn nun eigentlich der Arbeitspunkt einer Schaltung? Nehmen wir mal eine Stromspannungskennlinie eines einfachen Widerstandes. Das ist natürlich eine Gerade durch den Ursprung des Koordinatensystems. Wir legen jetzt eine Spannung von beispielsweise 3 Volt an den Widerstand an. Wenn wir wissen wollen, wie hoch der Strom durch den Widerstand ist, bewegen wir uns senkrecht von der U-Achse nach oben bis zur Kennlinie. Von dort gehen wir nach links und lesen einen Strom von 15 mA ab. Die Stelle, wo beide gestrichelten Geraden sich mit der Widerstandskennlinie kreuzen, ist der Arbeitspunkt. Er zeigt den aktuellen Betriebszustand der Schaltung an. Ändern wir die äußeren Bedingungen, indem wir zum Beispiel die Spannung auf 2 Volt verringern, verschiebt sich der Arbeitspunkt auf der Kennlinie. Warum die Position des Arbeitspunktes so eine große Rolle spielt, werden wir noch sehen. Um den Arbeitspunkt in einer Verstärkerstufe zu bestimmen, müssen wir uns mit den Kennlinien von Transistoren beschäftigen. Davon gibt es eine Vielzahl, aber uns interessieren vor allem 4 Größen. Die Eingangsspannung wird direkt an der Basis des Transistors eingespeist und entspricht der Basis-Emitterspannung. Unser Ausgangssignal entnehmen wir am Kollektor und es entspricht damit der Kollektor-Emitterspannung UCE. Der Bipolartransistor ist aber ein stromgesteuertes Bauelement. Der Kollektorstrom ändert sich mit dem Basisstrom des Transistors. Deshalb müssen wir auch diese beiden Größen berücksichtigen. Drehen wir die 4 Kennlinien geschickt so, dass 2 Diagramme jeweils eine Achse gemeinsam nutzen, dann bekommen wir ein Kennlinienfeld mit 4 Quadranten. Der Quadrant 3 zeigt, wie die Kollektorspannung auf die Basisspannung zurückwirkt. Diese Rückwirkung sollte möglichst gering sein, hängt aber nur von der Konstruktion des Transistors ab und kann durch uns nicht beeinflusst werden. Darum lassen wir diese Kennlinie beiseite. Im 4. Quadranten haben wir das Eingangskennlinienfeld, das die Abhängigkeit des Basisstroms von der Basis-Emitterspannung zeigt. Es ist im Prinzip die Kennlinie der Basis-Emitterdiode. Im oberen Bereich der Kennlinie ist die Abhängigkeit nahezu linear. Es beginnt aber erst ab der Schwellspannung der Diode überhaupt ein Strom zu fließen. Quadrant 1 zeigt das Stromsteuerkennlinienfeld, also wie ändert sich der Kollektorstrom mit dem Basisstrom. Je steiler die Kurve wird, desto höher ist die Stromverstärkung des Transistors. Ja, und rechts oben im 2. Quadranten liegt das Ausgangskennlinienfeld. Die Abhängigkeit zwischen Ausgangsspannung und Ausgangsstrom ist die Darstellung des Widerstandes der Emitter-Kollektorstrecke. Dieser ändert sich natürlich mit dem Basisstrom und deshalb gibt es hier mehrere Kennlinien für unterschiedliche konstante Basisströme. Bei der Berechnung der Schaltung hat das Ausgangskennlinienfeld eine besondere Bedeutung. In unserer Schaltung müssen wir zwischen Kollektor und der Betriebsspannung einen Arbeitswiderstand legen. So entsteht ein Spannungsteiler aus RC und dem Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke des Transistors, der sich mit der Ansteuerung ändert. Außerdem wird der Kollektorstrom so begrenzt. Folgen wir jetzt mal unserem Signal. Wie unsere Eingangsspannung in einen Basisstrom umgesetzt wird, zeigt die Eingangskennlinie. Ich habe sie mal herausgenommen und so gedreht, wie man es für die Kennlinie einer Diode gewohnt ist. Als Eingangssignal nehmen wir eine einfache Sinusspannung. Um zu sehen, wie der Basisstrom darauf reagiert, müssen wir die Kurve nur an der Kennlinie spiegeln. Während der positiven Halbwelle des Signals ist die Basis-Emitter-Diode in Durchlassrichtung gepolt. Aber die kleine Eingangsspannung schafft es kaum, die Schwellspannung zu überwinden. Es fließt nur kurz vor dem Maximum der Eingangsspannung ein kleiner Basisstrom. Während der negativen Halbwelle kann schon gar kein Basisstrom fließen, denn die Diode ist gesperrt.
Wir wollen aber verstärken und nicht gleichrichten. Damit sich der Basisstrom proportional zur Eingangsspannung verhält, müssen wir unseren Arbeitspunkt in einen geraden Bereich der Kennlinie verlegen. Das erreichen wir, indem wir im Ruhezustand bereits einen Basisstrom fließen lassen. Dazu legen wir einen Widerstand von der Basis zur Betriebsspannung. Mit der Aussteuerung durch unser Signal schwankt der Arbeitspunkt um den Ruhezustand herum. Er sollte dabei den geraden Teil der Kennlinie nicht verlassen, damit das Signal nicht verzerrt wird. Im Transistor wird der Basisstrom in einen größeren Kollektorstrom verwandelt. Auch im Stromsteuer-Kennlinienfeld sollte sich der Arbeitspunkt nur im geraden Teil der Kennlinie bewegen. Da sich mit dem Kollektorstrom der Spannungsabfall am Kollektorwiderstand linear ändert, ändert sich bei konstanter Betriebsspannung auch die Spannung am Kollektor linear. Der Arbeitspunkt im Ausgangskennlinienfeld bewegt sich entlang einer Geraden. Im Kennlinienfeld können wir nun verfolgen, wie aus der Eingangsspannung UBE unsere verstärkte Ausgangsspannung entsteht. Um bei größerer Aussteuerung eine verzerrungsfreie Übertragung des Signals zu erreichen, muss der Ruhearbeitspunkt mittig auf einem möglichst geraden Abschnitt der Kennlinien liegen. Zur Dimensionierung der Schaltung sehen wir uns das Ausgangskennlinienfeld genauer an. Bei der Wahl unseres Arbeitspunktes müssen wir die Grenzwerte des Transistors einhalten. Darum zeichnen wir diese in das Diagramm ein. Angenommen, der maximal zulässige Kollektorstrom beträgt 50 mA. Dann ist der Bereich oberhalb dieser Linie verboten. Auf der anderen Seite darf auch die maximale Kollektor-Emitter-Spannung nicht überschritten werden. Aber damit nicht genug. Jeder Transistor verträgt nur eine maximale Verlustleistung, die an ihm in Wärme umgesetzt wird. Nehmen wir mal an 100 mW. Bei einer Spannung von 5 Volt wäre das bei einem Strom von 20 mA erreicht. Bei 50 mA Kollektorstrom schon bei 2 Volt. Verbindet man die so errechneten Punkte miteinander, erhält man als Kurve eine Hyperbel, die sogenannte Verlusthyperbel. Der Bereich rechts oben von der Hyperbel ist für den Arbeitspunkt nicht zulässig. Wie groß sollte unser Kollektorwiderstand bei einer Betriebsspannung von 9 Volt sein? Man könnte jetzt denken, wir berechnen ihn anhand des maximalen Kollektorstroms. 9 Volt durch 50 mA sind gleich 180 Ohm. Zeichnen wir die Arbeitsgerade ein. Es reicht, wenn wir 2 Punkte kennen und dazu nehmen wir die 2 Extremfälle. Ist der Transistor voll durchgesteuert, ist die Kollektor-Emitter-Spannung gleich 0 und es fließen 50 mA. Bei gesperrtem Transistor liegt an ihm die volle Betriebsspannung von 9 Volt und der Kollektorstrom ist gleich 0. Jetzt verbinden wir beide Punkte. Um eine maximale Aussteuerung zu erreichen, sollte unser Ruhearbeitspunkt in der Mitte, also bei 4,5 Volt liegen. Damit befinden wir uns aber im verbotenen Bereich. Die Arbeitsgerade darf sich nicht mit der Verlusthyperbel schneiden. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn der Transistor als Schalter verwendet wird. Dann befinden sich die beiden Arbeitspunkte des Transistors in der erlaubten Zone. Es muss aber gewährleistet sein, dass der Schaltvorgang sehr schnell erfolgt, damit er thermisch nicht so stark belastet wird. Denn beim Umschalten bewegt sich der Arbeitspunkt ganz kurz durch die verbotene Zone. Einen unendlich schnell schaltenden Transistor gibt es nicht. Wir wollen aber analoge Signale verstärken und müssen die Arbeitsgerade so legen, dass sie unterhalb der Verlusthyperbel bleibt, zum Beispiel so. Das entspricht einem Arbeitswiderstand von 200 Ohm. Hier wird jetzt schon ein Problem ersichtlich, welches uns im dritten Teil bei den Endstufen beschäftigen wird. Im Leerlauf ist die Verlustleistung am höchsten. Bei Vorverstärkern reizt man die Werte normalerweise nicht voll aus. Wir begrenzen den Ruhestrom auf 10 mA und damit den Maximalstrom auf 20 mA. Das ergibt einen Kollektorwiderstand von 9 Volt durch 20 mA gleich 450 Ohm. Bei der Berechnung des Basiswiderstandes vernachlässigen wir den Widerstand der Basisemitterstrecke. Der Basisstrom ist der Kollektorstrom im Arbeitspunkt, also IC max halbe, geteilt durch die Stromverstärkung des Transistors. Eingesetzt in das Ohmsche Gesetz können wir den Quotienten UB geteilt durch IC max auch ersetzen durch RC. Damit ist RB gleich RC mal 2 mal Stromverstärkung. Nehmen wir in unserem Fall eine Stromverstärkung von 200 an, dann errechnet sich RB zu 180 Kiloohm.
Wie sich eine falsche Arbeitspunkteinstellung auf das Ausgangssignal auswirkt, kann man hier schön an der gelben Kurve sehen. Da die Transistordaten bei den einzelnen Exemplaren sehr verschieden sein können, macht es Sinn, in Versuchsschaltungen den Basiswiderstand einstellbar zu machen. So kann man dann die Schaltung so abgleichen, dass der Arbeitspunkt an der richtigen Stelle sitzt. Und wenn das Signal bei Übersteuerung auf beiden Seiten gleichmäßig beginnt, sich zu verformen, dann sitzt der Arbeitspunkt genau in der Mitte und wir können das Signal maximal aussteuern. Unsere Schaltung hat den Nachteil, dass der Arbeitspunkt nicht temperaturstabil ist. Der Strom durch den Transistor erwärmt den Kristall. Dadurch erhöht sich die Leitfähigkeit des Transistors, wodurch der Kollektorstrom ansteigt. Die Kollektor-Emitter-Spannung sinkt und der Arbeitspunkt verschiebt sich. Durch den gestiegenen Kollektorstrom kann sich die Temperatur weiter erhöhen und den Effekt noch verstärken. Die Erwärmung mit den Fingern ist jetzt bei dem Transistor nicht so effektiv, aber was mit Wärme geht, geht natürlich auch mit Kälte. Auch hier verschiebt sich der Arbeitspunkt des Transistors. Und ich denke, man kann schön sehen, wie sich die gelbe Kurve im unteren Bereich durch die Arbeitspunktverschiebung verformt. Nun können wir ja nicht im laufenden Betrieb ständig am Basiswiderstand herumschrauben. Wir brauchen eine Möglichkeit, den Arbeitspunkt automatisch zu stabilisieren. Möglichkeit 1, die sogenannte Spannungsgegenkopplung. Der Basiswiderstand wird jetzt nicht mit der Betriebsspannung, sondern mit dem Kollektor verbunden. Dadurch entsteht eine Rückkopplung vom Ausgang zum Eingang. Wie kann dadurch der Arbeitspunkt stabil gehalten werden? Durch die Temperaturerhöhung steigt zunächst wieder IC und UCE sinkt. Da der Basiswiderstand jetzt mit dem Ausgang verbunden ist, sinkt nun auch UBE und dadurch der Basisstrom. Der Transistor wird weniger leitend und der Kollektorstrom sinkt wieder. So wird der temperaturbedingte Anstieg von IC kompensiert. Wie berechnen wir die Widerstände? Durch den Kollektorwiderstand fließt jetzt zusätzlich auch der Basisstrom. Bei ausreichend hoher Stromverstärkung des Transistors können wir diesen aber gegenüber dem Kollektorstrom vernachlässigen. RC kann also mit der gleichen Formel wie vorher berechnet werden. Über dem Basiswiderstand liegt die Differenz aus der Kollektorspannung und der Schwellspannung der Basis-Emitter-Diode. Den Basisstrom berechnen wir wieder aus IC max halbe durch unsere Stromverstärkung. Durch einen Bruch teilen ist das gleiche wie mit dem Kehrwert mal nehmen. Setzen wir wieder die Werte unseres Beispiels ein. Dann ergibt sich ein Basiswiderstand von 76 Kiloohm. Durch RB wird nicht nur die Gleichspannung gegengekoppelt, sondern auch unser Signal. Dadurch sinkt die Verstärkung der Stufe, aber Signalverzerrungen werden vermindert. Eine häufig genutzte Form der Arbeitspunktstabilisierung ist die Stromgegenkopplung durch einen Emitterwiderstand, meist in Verbindung mit einem Basisspannungsteiler. Die Widerstände R1 und R2 sollen die Basisspannung konstant halten. Sie ist die Summe aus der Basis-Emitterspannung und der Spannung über dem Emitterwiderstand. Bei Temperaturerhöhung steigt zunächst wieder der Kollektorstrom an. Dadurch erhöht sich die Spannung über RE. Bei konstanter Spannung am Basisspannungsteiler sinkt die Spannung zwischen Basis und Emitter. Der Basisstrom sinkt und mit ihm auch der Kollektorstrom. Der Arbeitspunkt bleibt stabil. Wie die 4 Widerstände in unserem Beispiel aussehen müssen, hängt vom Ansatz ab. Man kann von verschiedenen Annahmen ausgehen, die sich in der Stärke der Gegenkopplung unterscheiden. Wollen wir zum Beispiel einen zweiten Signalausgang am Emitter haben, bei dem ein gleich großes Signal wie am Kollektor entsteht, welches aber gegenphasig ist, dann müssen RE und RC gleich groß sein und über jedem muss ein Viertel der Betriebsspannung abfallen, denn zwischen Emitter und Kollektor soll ja wieder die halbe Betriebsspannung liegen. Eine andere Annahme sagt, dass man bei einer Spannung von 0,7 bis 1 Volt über dem Emitterwiderstand eine für die Arbeitspunktstabilisierung ausreichende Gegenkopplung erhält. Wir setzen die Spannung an der Basis mit 1,5 Volt an. Damit bleiben über RE 1,5 Volt minus
der Basis-Emitterspannung von 0,7 Volt, also 0,8 Volt. Durch RE fließt der Kollektorstrom und der Basisstrom. Der Einfachheit halber vernachlässigen wir IB aber wieder. Der Kollektorstrom im Arbeitspunkt liegt bei 10 mA. Damit ergibt sich für den Emitterwiderstand ein Wert von 80 Ohm. Durch den Kollektorwiderstand fließen ebenfalls 10 mA. Die Spannung über RC ist die Betriebsspannung von 9 Volt minus der Kollektor-Emitterspannung von 4,5 Volt minus den 0,8 Volt über RE, also 3,7 Volt. RC wird also 370 Ohm. Betrachten wir jetzt die Basiswiderstände. R1 und R2 bilden einen belasteten Spannungsteiler. Durch R1 und R2 fließt ein Querstrom IQ von der Betriebsspannung zur Masse. Über R1 fließt zusätzlich der Basisstrom. Der Spannungsteiler soll eine konstante Spannung von 1,5 Volt liefern. Das ergibt eine Vielzahl von möglichen Kombinationen beider Widerstände. Welche ist die richtige? Das Eingangssignal führt zu einer dynamischen Änderung des Basisstroms. Dadurch ändert sich auch der Spannungsabfall über R1 und die Basisspannung ist nicht so konstant, wie wir sie gerne hätten. Der Einfluss des Basisstroms wird umso geringer, je größer der Gesamtstrom durch R1 ist. Wenn der Querstrom gegenüber dem Basisstrom groß genug ist, ist der Einfluss von IB vernachlässigbar. Ein hoher Querstrom führt aber zu einer höheren Stromaufnahme unserer Verstärkerstufe und verringert nebenbei auch den Eingangswiderstand. Wir müssen einen Kompromiss finden. Üblicherweise rechnet man mit einem Querstromfaktor von 5 bis 10. Der Basisstrom im Arbeitspunkt ist 10 mA geteilt durch die Stromverstärkung 200 gleich 50 Mikroampere. Der Querstrom soll 5-mal so groß sein, also 250 Mikroampere. R2 wird damit 6 Kiloohm. Durch R1 fließen insgesamt 300 Mikroampere und es bleibt eine Spannung von 9 Volt minus 1,5, also 7,5 Volt. R1 wird dann 25 Kiloohm groß. Auch hier wirkt sich die Gegenkopplung ebenfalls auf unser Signal aus. Um das zu vermeiden, kann man den Emitterwiderstand mit einem parallel gelegten Kondensator für Wechselspannungen überbrücken. In Endstufen kann so ein Emitterwiderstand wegen der hohen Ströme nachteilig sein und man stabilisiert den Arbeitspunkt stattdessen durch einen Thermistor mit negativen Temperaturkoeffizienten im Basisspannungsteiler. Dieser wird mit dem Gehäuse bzw. Kühlkörper des Transistors verbunden. Bei einem Temperaturanstieg sinkt der Widerstand und mit ihm die Basisspannung und der Basisstrom. Das wirkt der Erhöhung des Kollektorstroms entgegen. Wie sieht es mit dem Arbeitspunkt bei Feldeffekttransistoren aus? Im Gegensatz zum Bipolartransistor haben wir es hier mit einem spannungsgesteuerten Bauelement zu tun. Durch das isolierte Gate bzw. eine in Sperrrichtung geschaltete Source-Gate-Diode beim Sperrschichtfett fließt so gut wie kein Gatestrom. Wir müssen aber unterscheiden zwischen einem selbstsperrenden und einem selbstleitenden Feldeffekttransistor. Das, was ich für den N-Kanal-Typ erkläre, gilt auch für P-Kanal-Typen, nur mit umgekehrter Polarität. Beim selbstsperrenden FET kann nur bei positiver Gatespannung ein Drainstrom fließen. Legen wir unser Eingangssignal direkt an das Gate, wird die negative Halbwelle wieder unterdrückt. Wir müssen dem Gate bereits im Leerlauf eine positive Vorspannung geben. Jetzt wird die Gatespannung durch das Signal nicht mehr negativ, sondern nur mehr oder weniger positiv. Die Höhe der Vorspannung müssen wir wieder aus den Datenblättern entnehmen. Wir gewinnen sie ganz einfach aus der Betriebsspannung mit Hilfe eines Spannungsteilers. Da über das Gate kein Strom abfließt, kann der Spannungsteiler sehr hochohmig sein. Beim selbstleitenden Feldeffekttransistor braucht das Gate eine negative Vorspannung. Wenn der Source-Anschluss an Masse liegt, bräuchten wir dazu eine gesonderte negative Spannungsquelle, was den Aufwand erhöhen würde. Stattdessen legt man das Gate mit einem hochohmigen Widerstand auf Massepotential und legt auch in die Source-Leitung einen Widerstand.
Durch den Drainstrom entsteht am Source-Widerstand ein Spannungsabfall, wodurch das Potential des Source-Anschlusses gegenüber Masse angehoben wird. Wir machen also nicht das Gate negativer als die Masse, sondern das Source-Potential positiver gegenüber dem Gate, was denselben Effekt hat. So ganz nebenbei erhält man durch den Source-Widerstand eine Gegenkopplung zur Arbeitspunktstabilisierung. Durch den Kondensator wird der Widerstand wieder für die Signalspannung überbrückt. Diese Art der Vorspannungserzeugung hat man schon bei der Elektronenröhre benutzt. Auch die Röhre ist ein selbstleitendes Bauelement mit einer negativen Gittervorspannung. Ich hatte es mir ja schon gedacht, dass das Video wieder etwas länger wird, auch wenn das heute nur Teil 1 zu den Verstärkern war. Wir sehen uns hoffentlich wieder im zweiten Teil mit den Themen Transistor-Grundschaltung und Kopplung von Verstärkerstufen.